Hallo, liebe Häkelbegeisterte! Wer von euch meinen Vlog von letzter Woche gesehen hat, dem kommt das Shirt ja schon bekannt vor. Dort habe ich es als eines der kommenden Projekte bereits vorgestellt. Nun ist es fertig und in diesem Video zeige ich euch, wie ich das gehäkelt habe. Das ist überhaupt nicht schwer, das sind nur 2 Rechtecke mit kleinen Ärmelchen dran. Also auch für ambitionierte Anfänger durchaus geeignet. Vergesst nicht zu abonnieren und zu liken, wenn euch das Video gefällt und ihr noch weitere Häkelprojekte von mir sehen möchtet. Ich starte mit der Wollvorstellung. Zunächst einmal der Auslöser für dieses Häkelprojekt, Belle von Drops. Das besteht aus 53% Baumwolle, 33% Viskose und 14% Leinen. Es hat auf 50 Gramm 120 Meter und die empfohlene Häkelnadelstärke ist die 4. Meine Farbe ist die Nummer 17 und heißt Petrol. Dann habe ich noch Akazie von Hobby genutzt, weil ich nicht genug Belle hatte. Das besteht aus 51% Polyacryl und 49% Baumwolle. Auf 100 Gramm sind 250 Meter. Und die empfohlene Nadelstärke beim Häkeln ist die 5. Mein Knäuel hat die Farbe 12 mit dem Namen Teal. Ich habe für das gesamte Shirt die 4er Häkelnadel verwendet. Außerdem braucht ihr noch eine Schere, ein Maßband, eine Stopfnadel zum Vernähen und Maschenmarkierer. Ich beginne mit einer Schlaufe. Achtet darauf, wie ich diese mache. Das ist für später interessant. Ich ziehe das kurze Ende durch die Öse. So kann ich am kurzen Ende die Schlaufe auch zuziehen. Dann mache ich eine Luftmaschenkette. Für die Länge meiner Luftmaschenkette habe ich meinen Brustumfang gemessen, ca. 15 cm dazugegeben und die Zahl durch 2 geteilt. Und genau so lang mache ich jetzt meine Luftmaschenkette. Dabei muss die Maschenanzahl ungerade sein. Dann mache ich eine Wendeluftmasche, drehe die Kette um und häkle in die hinteren Schlaufen feste Maschen. Ich mache am Ende der Reihe wieder eine Wendeluftmasche und drehe mein Häkelstück um. Jetzt kommt eine Reihe Stäbchen. Da ich die 3 Luftmaschen am Anfang nicht wirklich mag, mache ich ein Ersatzstäbchen. Dafür häkle ich zunächst eine feste Masche. In die linke senkrechte Schlaufe dieser Masche häkle ich eine weitere feste Masche. Das ist quasi mein erstes Stäbchen und das markiere ich. Und dann häkle ich einfach mit normalen Stäbchen weiter, bis ich das Ende der Reihe erreicht habe. So sieht es bisher aus. Ich mache eine Wendeluftmasche und drehe mein Häkelstück. Jetzt folgt eine Reihe mit Doppelstäbchen im Wechsel mit Luftmaschen. Ich starte mit einem Ersatzdoppelstäbchen. Das ist wie ein Ersatzstäbchen, nur mit 3 festen Maschen übereinander statt mit 2. Das wäre ein Ersatzstäbchen. Und jetzt mache ich noch eine weitere feste Masche
und habe ein Ersatz-Doppelstäbchen. Das wird markiert. Dann mache ich eine Luftmasche. Dann mache ich 2 Umschläge auf die Nadel, lasse eine Masche aus und häkle in die nächste. Hole den Faden durch, hole den Faden nochmal, ziehe ihn durch 2 Schlaufen, nochmal durch 2 Schlaufen und nochmal durch 2 Schlaufen. Das ist ein Doppelstäbchen. Ich fahre das mal näher ran. Dann mache ich eine Luftmasche. Ich nehme wieder 2 Umschläge auf die Nadel, überspringe die Masche und in die nächste häkle ich wieder ein Doppelstäbchen. Ich hole den Faden immer durch 2 Schlaufen durch. Das ist ganz gut zu sehen. Und nach jedem Doppelstäbchen mache ich eine Luftmasche. Auf diese Weise erhalte ich dieses Lochmuster. Wenn euch meine Videos gefallen, denkt daran, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. So verpasst ihr meine wöchentlichen Videos nicht. Und natürlich freue ich mich sehr, wenn ihr meine Videos liked, kommentiert und teilt. Am Ende der Reihe habe ich noch 2 Maschen übrig. Ich überspringe eine Masche und in die letzte Masche kommt mein letztes Doppelstäbchen. So sieht das jetzt aus, da sieht man das Lochmuster sehr schön. Und jetzt wechseln sich die Stäbchen und die Doppelstäbchenreihen ab. Jetzt kommt wieder eine Stäbchenreihe, danach eine Doppelstäbchenreihe. Und das einfach im Wechsel, so lange wie ihr das haben wollt. Ich zeige euch hier nochmal den Start einer Stäbchenreihe mit einem Ersatzstäbchen. Da, wo die Lücken der Vorreihe sind, häkle ich meine Stäbchen in die Lücken. Und hier seht ihr nochmal den Beginn einer Doppelstäbchenreihe. Ich häkle diese beiden Reihen im Wechsel, bis es für mich von der Länge her passt. Da ich den Brustbereich ohne Lochmuster haben möchte, also eher blickdicht, häkle ich von der Unterkante meines Shirts bis großzügig unterhalb der Brust. Bei mir ist das, bis ich die 10. Doppelstäbchenreihe erreicht habe. Gemessen sind das ca. 33 cm.
Da, wo ich aufgehört habe, mache ich mit einem anderen Muster weiter. Zunächst mache ich eine Wendeluftmasche und drehe mein Shirt. In die erste Masche häkle ich eine feste Masche. Dann mache ich eine Luftmasche. Ich überspringe die Lücke und häkle in das nächste Doppelstäbchen der Vorreihe wieder eine feste Masche, gefolgt von einer Luftmasche. Ich überspringe wieder die Lücke und häkle eine feste Masche und so weiter. Feste Maschen im Wechsel mit Luftmaschen einfach. Am Ende habe ich eine Lücke und eine Masche. Die Lücke wird ausgelassen und die letzte Masche mit einer festen Masche behäkelt. In der nächsten Reihe geht es wieder mit einer festen Masche los. Und in die Lücke dahinter kommt nochmal eine feste Masche. Jetzt folgt eine feste Masche in der Vorreihe. Diese überspringe ich mit einer Luftmasche. In die Lücke danach häkle ich wieder eine feste Masche. Und so häkle ich die ganze Reihe. In die Lücken mache ich feste Maschen und die festen Maschen der Vorreihe überspringe ich mit Luftmaschen. Dieses Muster heißt Moosmuster oder auch Leinenmuster. Es ist eines meiner liebsten Muster, weil es so einfach zu häkeln ist und dabei so hübsch aussieht, insbesondere in mehreren Farben. Am Reihenende habe ich noch 2 Maschen und eine Lücke. Ich mache eine Luftmasche, überspringe dafür die feste Masche und mache in die Lücke eine feste Masche. In die allerletzte Masche kommt nochmal eine feste Masche. Diese mache ich aber nicht fertig, sondern wechsle da die Farbe. Mit der neuen Farbe beende ich diese Masche. In der nächsten Reihe starte ich wieder mit einer festen Masche. Dann folgt eine Luftmasche und so weiter. Ich wiederhole damit die erste Reihe des Moosmusters. So sieht das aus. Zweifarbig gefällt mir das richtig gut. Und dann wiederhole ich die zweite Reihe des Moosmusters. Ich häkle also immer 2 Reihen in einer Farbe. Hier seht ihr, wie ich die erste Farbe mitnehme, um mit ihr weiter zu häkeln. Die letzte Masche wird dann mit dieser Farbe beendet. Am Ende fällt das Mitnehmen an der Seite nicht mehr auf. Und so geht es weiter, bis die gewünschte Höhe erreicht ist.
Ich habe das bei mir einfach hingehalten und so lange weiter gehäkelt, bis es die Höhe hatte, die mir gefallen hat. Bei mir sind das ca. 17 cm. Und jetzt mache ich mit dem Lochmuster wie davor weiter. Ich habe mit einer Reihe Moosmuster aufgehört. Jetzt mache ich in der hellen Farbe mit einer Reihe Doppelstäbchen weiter. Die Lücken dieser Vorreihe behäkle ich nicht. Diese überspringe ich mit Luftmaschen. Nur in die festen Maschen der Vorreihe häkle ich meine Doppelstäbchen. So sieht das aus. Und dann mache ich einfach mit meinem ersten Muster weiter. Eine Reihe Stäbchen, eine Reihe Doppelstäbchen, immer im Wechsel. Mein Häkelstück ist fertig. Die letzten beiden Reihen habe ich Stäbchen in Petrol gehäkelt. Insgesamt waren das ca. 11 cm. Hier habe ich den Ausschnitt markiert. An den Seiten häkle ich die beiden Shirtteile gleich zusammen. Mein Ausschnitt ist ca. 21 bis 22 cm weit. Ich lege die beiden Teile rechts aufeinander. Hier habe ich aufgehört, also mache ich hier weiter und verbinde die Schultern. Zunächst mache ich eine Luftmasche und drehe mir das passend hin. Dann steche ich in die erste Masche auf der anderen Seite ein und hole die Schlaufe durch. Das Ganze fixiere ich mit einer Luftmasche. Dann suche ich mir die innere Schlaufe der zweiten Masche bei diesem Teil hier vorne und die innere Schlaufe der Masche bei dem anderen Teil. Und verbinde diese mit einer Kettmasche. Bei den nächsten Maschen auf beiden Seiten nehme ich wieder nur die inneren Maschenschlaufen und mache eine Kettmasche. Schaut, das sind die vollen Maschen.
Ich brauche aber nur die inneren Schlaufen, diese hier. So sieht das aus. Und von der anderen Seite. Das mache ich bis zur Markierung. Bei den letzten Maschen nehme ich aber nicht nur die inneren Schlaufen, sondern die ganzen Maschen auf beiden Seiten, einfach wegen der Stabilität. Dann mache ich eine Luftmasche, ziehe den Faden durch und fest. Hier nochmal, so sieht das Endergebnis aus. Und von der rechten Seite. Das mache ich bei der anderen Schulter ganz genauso. Das ist meine Schulternaht. Das ist mein Ausschnitt. Das ist die Seite. Hier habe ich Markierungen gemacht für meine Ärmel. Ich messe das mal. Das sind ca. 39 bis 40 cm. Das ist meine Mitte. Also ich möchte dann hier und da die gleiche Anzahl an Maschen haben. Insgesamt muss die Maschenanzahl ungerade sein. Jetzt zeige ich euch, wie ich hier starte. Ich habe mir eine Schlaufe auf die Nadel gelegt und steche neben dem Markierer ein. Ich hole den Faden durch und ziehe ihn dann direkt weiter durch die Schlaufe. So, und wenn ihr die Schlaufe wie ich gemacht habt, könnt ihr jetzt einfach am kurzen Ende ziehen und der Faden ist fest. Das ist in meinen Augen viel gefälliger, als den Faden anzuknoten. In die gleiche Stelle steche ich wieder ein und mache ein Ersatzstäbchen. Wie immer wird das markiert. Und dann mache ich einfach in Stäbchen weiter. Ach ja, ich häkle übrigens von der rechten Seite des Shirts. Die rechte Seite schaut mich also an. Im Bereich der Doppelstäbchen häkle ich 3 Stäbchen. Letztlich verteile ich meine Stäbchen schön gleichmäßig. Bis zur Mitte und hinter der Mitte muss die Maschenanzahl gleich sein. Insgesamt muss sie ungerade sein. Ich bin am Ende angekommen, mache eine Wendeluftmasche und drehe mein Shirt. Dann mache ich ein Ersatzdoppelstäbchen, um meine Lochreihe zu beginnen. Das kennt ihr jetzt alles schon. Ich häkle wie zu Beginn Stäbchenreihen und Doppelstäbchenreihen im Wechsel. Und zwar so lange, bis mir die Höhe gefällt.
Bei mir sind es 3 Lochreihen geworden. Und jetzt mache ich einen Farbwechsel. Ich möchte im Moosmuster weiter häkeln. Das mache ich wie zuvor schon, also nichts Neues hier. Ich habe 2 Reihen im Moosmuster gehäkelt und wechsle die Farbe zurück zu Petrol. Und dann häkle ich 2 Moosmusterreihen in Petrol. Das habe ich hier gemacht und das hier ist meine linke Seite des Shirts. Und damit das von rechts etwas schöner ist am Rand, mache ich noch eine Reihe feste Maschen. So sieht es einfach schöner aus. Insgesamt ist mein Ärmel ca. 12 bis 13 cm lang. Ich habe mein Shirt zusammengelegt, rechts auf rechts, und werde das jetzt an den Seiten zusammenhäkeln. Ich fange aber nicht ganz vorne an, sondern hier. Ich möchte nämlich, dass das Stück offen bleibt. Also fange ich hier an und verbinde da runter. Ich habe wieder eine Schlaufe auf die Nadel gelegt. Die rechte Seite des Shirts liegt innen. Ich stehe auf der einen Seite ein und auf der anderen. Dann ziehe ich den Faden durch und durch meine Schlaufe auch noch. Und dann ziehe ich am kurzen Fädchen und dann ist der Faden fest, wie zuvor auch schon. Dann fange ich an, die beiden Teile mit festen Maschen zusammenzuhäkeln. Ich könnte hier auch mit Kettmaschen arbeiten, das wollte ich aber nicht, weil sich die festen Maschen in meinen Augen einfach schöner hinlegen. Das hier vorne bleibt offen, der Rest wird geschlossen. So sieht das aus, wenn es fertig ist. Von links und so von rechts. Mein Shirt ist fertig. Was sagt ihr?
Seid ihr auch schon im Frühlingsmodus mit euren Häkelprojekten oder macht ihr lieber noch Pullis und Jäckchen? Bei mir ist das total gemischt. Ich häkle nach wie vor gerne Pullis und Cardigans, es ist auch noch sehr kalt draußen, aber dazwischen mag ich schon gerne auch Frühlingssachen machen. Da lege ich mich überhaupt nicht fest, ich häkle nach Lust und Laune. Wie immer freue ich mich sehr über eure Kommentare. Vergesst nicht zu abonnieren und zu liken, wenn euch meine Videos gefallen. Wir sehen uns nächste Woche, wenn ihr wollt. Bis bald!